Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Wie ihr euch sicher schon vom Titelbild her denken könnt, geht's heute um einen König. Um genau zu sein, geht's um Louan Leoncoeur, König von Bretonnia aus der 7. Edition. Den hatte ich mir damals in meinem jugendlichen Leichtsinn zu einem berittenen Herzog umgebaut. Die Farbe und auch der Kleber sind mittlerweile runtergeschrubbt und zwar mit Hilfe des Ultraschallreinigungsbades, Nagellackentferner und Isopropanol. Ihr kennt bestimmt alle das Meme mit den 2 Space Marines, ich blende es hier kurz mal ein, damit ihr wisst, welches ich meine. Mein Herzog sah genauso aus wie der Space Marine. Und zwar nicht wie der untere. Den Hippogreif habe ich damals einem Freund gegeben, weil der gefiel mir einfach nicht und deswegen kommt dieser Louan jetzt wieder auf ein Pferd. Vor 10 Jahren hatte ich allerdings das Glück, noch einmal günstig bei eBay einen kompletten Louan zu schießen und jetzt wartet das Modell auch brav auf Farbe. Legen wir also mit der Rettung los. Zuerst müssen neue Beine an die Figur. Im Originalmodell sind die vom Knie an abwärts am Hippogreif befestigt. Die neuen Beine müssen also aus dem Drucker kommen und die hier stammen von Lost Kingdom. Zuerst wollte ich Plattenbeine benutzen. Allerdings beginnt bei Louan kurz unter dem Kniebuckel das Kettengeflecht der Beinlinge und der Übergang in Plattenrüstung sah nicht wirklich schön aus. Deswegen habe ich mich dann für die Stiefel hier entschieden. Die Kettenbeinlinge gehen einfach in die Stiefel rein und alles ist in Ordnung. Nachdem der Stiefel abgetrennt ist, prüfe ich, wie er am Modell sitzt und passe den Sitz mit der Feile noch etwas an. Mit dem anderen Bein verfahre ich dann genauso. Anschließend werden die Teile mit Messingdraht verbunden. Ich habe auch schon in Videos gesehen, da wurde dieses Vorgehen als unnötig bezeichnet oder sogar als Angeberei. Sekundenkleber würde alles zusammenhalten. Es mag sein, dass es so guten Kleber gibt und ich habe solchen Kleber auch mal gehabt. Leider habe ich ihn nicht mehr. Deswegen benutze ich halt die Stifte, einfach nur um sicher zu gehen. Selbst wenn ich ihn hätte, würde ich wahrscheinlich mittlerweile Metallstifte benutzen. Sind die Stiefel dann mit Stiften versehen, werden passende Löcher in das Modell selber gebohrt und die Stiefel eingesetzt. Fertig sieht das Ganze dann so aus. Wie immer klebe ich die Teile noch nicht zusammen. Das hat dieses Mal aber nichts wie sonst mit der Bemalung zu tun, sondern mit dem Pferd, auf dem Louan sitzen wird. Zur Auswahl stand eins ohne Rossharnisch, wie ihr hier seht, und eines mit. Die Entscheidung fiel dann zugunsten des Pferdes mit Rossharnisch, denn das passt einfach besser zu einem König und die Figur passt mit ihren 9 Beinen auch schon fast perfekt auf das Pferd. Ich habe das vorher schon mal mit dem Körper ausprobiert, ohne Beine, und für den richtigen Sitz habe ich die Figur mit den Beinen dann einfach nach unten gedrückt. So kann nichts abbrechen, wenn es nicht angeklebt ist. Der Metalldraht verbiegt sich passend zum Pferdekörper und der König sitzt richtig fest im Sattel. Aber wie so oft hat ja alles nicht nur Vorteile. Die Bettrolle, Mantel oder was auch immer da am Sattel befestigt ist im Weg, wenn ich den Umhang von Louan anklebe. Folglich muss das Ding weg. Theoretisch gesehen könnte man das am PC mit dem entsprechenden Programm machen. Das kann ich aber nicht. Also nehme ich die Säge. Das war jetzt ein recht langwieriger Prozess, weil das Material nach und nach abgetrennt werden musste und deswegen beschleunige ich das Ganze einfach mal. Nachdem die Bettrolle dann entfernt ist, wird der Sitz nochmal überprüft. Leider passte der jetzt nicht mehr so gut wie vorher, also habe ich auch noch ein bisschen einen Sattel weggefeilt und gesägt, damit dann alles wieder passend wurde. Dann kam die erste Sitzprobe mit angehaltenem Mantel und alles saß ganz wunderbar. Abschließend wurde der Umhang angeklebt, jetzt muss nur noch ein Kopf her. Das alte Modell hatte 2 mögliche Köpfe, einen mit geschlossenem Topfhelm und einen mit einem sogenannten Kalottenhelm. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den richtigen Namen gefunden habe, aber ich kann euch leider nicht sagen, warum. An dem war Kettengeflecht befestigt, das bis zu den Schultern reichte. Leider habe ich nur noch den Topfhelm, aber Lost Kingdom hilft mit seinem Modell für den König von Mercia aus. Dem wird, wie ihr hier seht, kurzerhand der Kopf abgesägt. Anschließend bohre ich Löcher für Stifte in den Körper und in den Kopf. Die beiden werden dann auch gleich angeklebt.
Jetzt, wo der Kleber schon mal offen ist, klebe ich auch gleich die Beine an und Louan Leoncoeur ist fast schon wieder bereit, für die Herren des Sees in die Schlacht zu ziehen. Zwischen Kettengeflecht und Körper ist eine Lücke, die noch gefüllt werden muss. Dank des Mantels muss kein Kettengeflecht modelliert werden, denn der kann einfach weiter nach oben modelliert werden und fertig. Zuerst drücke ich dafür den Green Stuff in die Lücke, damit die ausgefüllt wird. Ist das passiert, lege ich ein zweites Stück Green Stuff um den Hals des Modells und arbeite den Faltenwurf heraus. Diesmal gibt es keinen Faltenwurf, dem man folgen könnte, wie zum Beispiel bei den Flicken auf den Gewändern der Gralspilger, aber die Aufgabe ist trotzdem recht dankbar, weil der Stoff nur leicht nach unten gelenkt ist. Ich ziehe mit den Silikonwerkzeugen einfach die Falten in die Modelliermasse und glätte dabei das Material auch gleich. Viel falsch kann man dabei wie immer nicht machen bei den Falten. Eben außer dass man zu viele Falten macht, das würde merkwürdig aussehen. Zum Schluss werden noch der Schwertarm und die linke Hand befestigt, so ist Louan Leoncoeur wieder bereit, Bretonnia zu verteidigen. So sieht Louan Leoncoeur dann fertig aus. Er ist bereits grundiert und steht in der Schlange zum Bemalen. Ob er jetzt ein eigenes Bemalvideo bekommen wird, das kann ich euch nicht sagen. Ich glaube aber eher nicht, weil die Hintergrundgeschichte zu Louan Leoncoeur ist fertig und ausgearbeitet, steht in jedem bretonischen Armeebuch. Deshalb wird er wahrscheinlich eher in einem Werkbankvideo nochmal auftauchen, aber nicht in einem eigenen Bemalvideo. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.